Und Regel Nummer 1, niemals irgendwas ändern. Und aus Scherz habe ich, ehrlich aus Scherz habe ich dann gesagt, klar, lass uns doch mal darüber reden die Tage. Das Endergebnis seht ihr. Hey und herzlich willkommen zu dem neuen Video diese Woche. Ich habe mir gedacht, um in die Zukunft zu blicken, wäre es total sinnig, erstmal da anzufangen, wo wir gerade eigentlich stehen. Deswegen habe ich für euch eine Roomtour von meinem aktuellen Heimstudio fertig gemacht. Am Ende sind ungefähr 3 Stunden Material dabei rausgekommen und ich dachte mir, das wird mit Sicherheit nicht das Interessanteste sein. Deswegen habe ich einen Highlight-Querschnitt einmal durch die in meinen Augen wichtigsten Eckpunkte von diesem Raum für euch zusammengeschnitten. Ich empfehle euch, die Augen offen zu halten. Im Hintergrund stehen überall Mikrofone, Instrumente, Dinge. Wenn ihr irgendwas seht, was euch interessiert, lasst es in den Kommentaren, erzählt es mir und vielleicht mache ich darüber dann ein einzelnes Video. Aber ohne jetzt viel Zeit zu verschwenden, viel Spaß bei der allerersten Studiotour. Was jedem sofort ins Auge fällt, wenn man hier reinkommt, ist die Konsole. Das ist eine Digidesign D-Command. Das ist der spirituelle Vorgänger von der Avid S6 und der S6 nicht ganz unähnlich ist das eigentlich nur ein Controller. Durch dieses Pult fließt keine Audio. Es ist ganz lustig, weil diese Konsole kam zu mir, meine ersten komplett selbstgeleiteten Produktionen und das führte uns nach Osnabrück in die Fattoria Musica. Diese Konsole stand da. Und Benno meinte dann, ja, also wenn du sie haben willst, ich glaube, ich würde die gerne verkaufen, weil ich das hier so ein bisschen ändern möchte. Ehrlich aus Scherz habe ich dann gesagt, klar, lass uns doch mal darüber reden die Tage. Wir haben darüber geredet. Das Endergebnis seht ihr. Also 24 Motor-Fader und Encoder plus die Master Section. Die Fader habe ich in sehr viel Arbeit gereinigt und restauriert, als ich eine Unterkonstruktion dafür brauchte. Mal wieder IKEA meine Rettung war. Es ist immer IKEA. IKEA ist der emotionale Sponsor dieses Raumes. Wenn man wollen würde, könnte man diese Konsole in der Höhe verstellen und man könnte sogar im Stehen mischen. Problem ist, dass die Abhören nicht mitkommen. Und das andere Problem ist, dass ich das noch nie benutzt habe und ehrlicherweise es auch nie wahrscheinlich nicht benutze. Es war so ein kleiner Anflug von, das ist bestimmt eine gute Idee. Dann habe ich diesen motorisierten Tisch gekauft und ja, es ist ein verdammt guter Tisch. Auf der Höhe, auf der er sich gerade befindet. Ich habe die HS8 jetzt sehr lange. Das heißt, ich weiß exakt, wie die klingen, aber objektiv betrachtet klingen die wie Badezimmer. Im Moment funktionieren sie. Ich liebe Pro Tools und das meine ich wirklich ganz unapologetisch und auch komplett unironisch. Wo das gesagt ist, benutze ich genauso Logic viel. Immer wenn es um MIDI und Synthesizer Production geht, passiert das eher in Logic. Aber alles, was danach kommt, also das pure Mixen, passiert bei mir bei Pro Tools, was mich ja dazu gebracht hat, ein Pro Tools HDX-System. Ach so, stopp, Spoiler. An der Stelle war jetzt eigentlich ein sehr großes Segment über das Kernstück des Studios, nämlich das System Rack. Da das sehr lange, aber auch sehr wichtig ist, habe ich mir gedacht, das wird jetzt ein eigenes Video. Wenn ihr diesen Kanal abonniert und auch diese Glocke vielleicht wegmacht, dann seht ihr den Rest davon auch noch. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Rest vom Raum. API 500er Format. Ich habe jetzt gerade nicht viel drin, außer den PX500 von Lindell und einmal den Transient Designer und den RMX 16. Den habe ich bisher noch nicht so oft benutzt, wie es mir eigentlich lieb ist. Der ist eher so ein bisschen ein Want von mir gewesen, weil der RMX 16 ist so der Reverb der 80er und auch der frühen 90er. Und der hat vor allem den super berühmten Nonlinear Reverb, der durch Phil Collins total berühmt wurde. Und den wollte ich einfach haben. Darunter geht es dann weiter. SSL Bass Plus, deren Stereo-Bass-Kompressor. Ich glaube, da brauche ich jetzt gerade nicht viel drüber verlieren. Der ist einfach auf jedem Mixbus bei mir, auf jedem Masterbus einfach drauf. Reitet so ein bisschen mit oder wenn ich irgendwelche drastischeren Dinge mache, dann ist der einfach eine grandiose Wahl. Ich liebe den Sound, immer dabei. Darunter 4 Kanäle, SSL wieder, X-Logic VHD Preamps und darunter das Nervensystem von dem Ganzen und zwar einmal eine 2x48 TT Patch Bay. Die wandelt sich in meinem Kopf ungefähr 3-mal am Tag. Aber grundsätzlich laufen in dieser Patch Bay alle Inputs und Outputs der ganzen Geräte, die hier stehen, zusammen. Und man kann hier mit Hilfe von TT-Phone Patch-Kabeln Sachen von A nach B schicken. So, wo warst du jetzt drin? Ich glaube, einfach so. Ganz langsam bewegen wir uns jetzt dann von der Recording-Seite ein bisschen mehr zu der Musikmachen-Seite.
Das Nord-Rack. Nord-Synthesizer sind natürlich ein Name für sich und dass ich irgendwie einen haben wollte, war klar. Aber ich wollte einen etwas analogen Synthesizer haben oder Virtual Analog, wie Nord das dann nennt. Ich gebe zu, dass ich den auf so vielen Videos und Fotos sowohl von Hans Zimmer als auch von Guy Chambers gesehen habe. Und das fällt unter, wenn dieser Synthesizer für die gut genug ist, dann ist er für den kleinen Kirchhoff eh. Und ich habe stundenlang damit verbracht, Sounds auf dem zu patchen. Im Großen und Ganzen einfach ein total toller Synthesizer, einfach super, super wandelbar. Darüber das Yamaha Motiv Rack, ein kleines MIDI-Keyboard für MIDI-Controller. Was noch in dem Synth-Rack drin ist, ist ein Mio XL und der verbindet diesen kompletten Raum mit MIDI-Strecken. Das heißt, alle Synthesizer, alle Keyboards und fast alle Geräte, die irgendwie dazu in der Lage und auch sinnig dazu in der Lage sind, sind dauerhaft verbunden. Ich könnte quasi von einem einzigen Keyboard aus alle Geräte und alle Synthesizer in diesem Raum ansteuern und spielen. Und was in diesem Synth-Rack noch drin ist, ist auf der Rückseite 2 Rack-DI-Boxen mit jeweils 4 Kanälen. Das heißt, 8 Kanäle kommen hier raus, fest in der Patch Bay und da laufen die dann auf und das heißt, man kann dann Synthesizer-Outputs von der Patch Bay nehmen, in den Preamp rein und von da aus aufnehmen. Bevor wir zu den Tasteninstrumenten weitergehen, wollte ich ganz kurz etwas Zeit investieren für die Saiteninstrumente, die ich noch hier habe. Und diese beiden Gitarren nehmen da so ein bisschen Sonderstatus ein, weil das sind die beiden, die immer spielbereit in Griffweite zum Produktionstisch stehen. Einmal eine Paul Reed Smith Standard, wirklich eine Grundstandard PRS. Sie ist, wie so viele PRS, hat sie wenig Attitüde. Das bedeutet aber auch, dass man sie auf alles draufwerfen kann. Das tut dann nicht weh oder es springt dir nicht ins Gesicht in der Musik, aber sie funktioniert erstmal. Und deswegen ist das so meine Haupt-Daddel-Gitarre geworden. Und eine Guild, ich glaube F-150, eine Jumbo-Western-Gitarre. Und die gehörte vorher einem meiner besten Freunde. Und die hatte er mit ins Studio gebracht und das war eine Gitarrenstimme, die ich für diese Show neu geschrieben hatte und ein bisschen verrückt geworden bin mit so Umstimmungen. Also alle Saiten deutlich tiefer, als sie eigentlich gehören. Und das wäre aber gleichzeitig zu hoch für eine Bariton-Gitarre gewesen. Der Kollege war dann relativ schnell so, boah, diese Gitarre ist einfach nicht meins. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, komm, ich nehme sie. Hier in der Seite haben wir mein akustisches Klavier. Und das ist tatsächlich mein erstes Klavier, auf dem ich damals auch gelernt habe. Ich nenne es so gerne meine Schreibmaschine, weil es spielt sich und klingt auch ein bisschen wie eine Schreibmaschine. Und vor allem muss es dringend gestimmt werden, wenn ich wieder da bin irgendwann. Und das Tolle an dem Instrument, abgesehen davon, dass es halt natürlich ein akustisches Klavier ist, dass es ein Silent-Klavier ist. Also man kann die Saiten komplett stumm schalten und unten drunter ist ein MIDI-Expander, der die Tasteninformationen in MIDI umsetzt. Und das bedeutet, dass tatsächlich ich mit diesem Klavier auch jeden anderen Synthesizer in diesem Raum spielen kann und das tue ich auch oft genug. Mein aktiver Fender Precision Bass, den habe ich damals auch spontan gekauft. Wir brauchten einen neuen Track für eine Show, den ich komplett hier aufgenommen habe. Die Studio-Sessions waren schon lange durch und ich hatte aber keinen Bass, der auch nur ansatzweise gut klang und deswegen habe ich spontan den geholt. Das hier ist mein kleiner FM-Synthesizer-Turm. Zwei der wichtigsten Synthesizer aus den 80ern, vor allem der Roland D50 und der DX7. Der DX7 ist eine Dauerleihgabe, der gehört mir nicht. Immer verfügbar und hat vor allem den Sound immer aktiv. Und darunter mein Roland RD2000. Das ist kein FM-Synthesizer, aber mein Stage-Piano. Und das eines der wichtigsten Dinge, so ein bisschen versteckt, ist eine Franklin SS6. Das ist quasi eine auswählbare DI-Box mit 6 Stereo-Inputs und einem Stereo-Output. Das heißt, ich kann all diese Synthesizer mit nur 2 Inputs in Pro Tools schnell benutzen. Das heißt, wenn ich irgendwie anfange, RD2000 und dann will ich aber weitergehen und den DX7 spielen und dann am Ende brauche ich aber noch den D50, ist das einfach so gemacht. Analoge Synthesizer-Seite. Und Regel Nummer 1, an allem, was analog ist, wenn man irgendwie irgendwas gepatcht sieht, niemals irgendwas ändern. Erstmal gucken, was ist da überhaupt gerade drauf. Vielleicht ist es Gold. Deswegen, ich habe sie angemacht, sie sind aufgewärmt.
Also auch hier, ich kann Stunden damit verbringen, einfach irgendwelche sinnlosen Sachen zu patchen und noch mehr Stunden irgendwas zu patchen, was man auch tatsächlich benutzen kann. Und das war einmal die erste Roomtour, so wie das Heimstudio jetzt gerade existiert. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel ich jetzt weggelassen habe, damit da jetzt nicht ein 2 Stunden Video draus wird. Aber nochmal, wenn es irgendwas gibt, was euch total interessiert oder eure Aufmerksamkeit geweckt hat, schreibt es in die Kommentare und vielleicht mache ich dann in Zukunft davon ein eigenes Video. Ich danke euch erstmal fürs Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Mal.